Er hat ja auch gerade angeschlagen hier. Habe ich das jetzt zu weit reingemacht? Okay, also Leute, ihr seht. Erstmal herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video von uns. Wir sind gerade hier schon mittendrin. Ich habe von Melanie ein neues Spielzeug bekommen, aber wir wollen es ein bisschen ernsthafter angehen. Ich habe auch schon den ersten kleinen Mini-Lehrgang, die Einweisung bekommen, warum, wieso, weshalb man das macht und auf was man alles achten muss. Und wir sind jetzt hier an einem Strandabschnitt, wo man ganz regulär sondeln darf. Und wir probieren das jetzt hier einfach mal aus. Wir haben schon den ersten Fund gemacht, ein 5-Cent-Stück. Und gerade war hier auch ein Anschlag. Aber irgendwie jetzt nicht mehr, ne? Also das war, glaube ich, ein 75er-Signal. Nochmal mit dem Großen drüber. Ich habe es schon rausgeholt. Es ist hier. Aber der schlägt nicht an. Er ist aber an. Das hatten wir vorhin gerade schon mal. Das kann auch mikro klein sein jetzt hier, ne? Doch, oder? Nee. Nee, es ist eine Nuss oder irgendwas. Hier. Das muss ganz klein sein. Vermutlich ein Draht oder sowas. Warte mal, ich gehe noch mal rüber. Siehst du denn, was ich hier habe? Eine 2. 2. Dann ist es 70. 70. Ja, dann muss es eigentlich hier schon Richtung Münze gehen. Also wir sind jetzt aktuell wirklich noch am Forschen, aber wir haben da diverse Tests gemacht. Alles so, was im 70er, 80er Bereich ist, sind eigentlich Münzen. Und wir haben das Gerät jetzt auf Strand eingestellt. Aber es ist doch manchmal schwerer, als es aussieht. Man braucht jetzt erstmal wirklich Erfahrung. So, Mella ist auf der Suche nach dem nächsten Objekt. Oh, das habe ich schon bis hierher gehört. Da? Oh, wir sind live dabei. Okay. Gut. So Leute, ihr hört das Signal, hier piept's ganz laut. So, guck mal, ob ich es jetzt habe. Also ich bin doch ein bisschen tiefer jetzt hier reingegangen an die Stelle. Warte, ich gehe mit dem Pinpointer ran. Ne, ist noch nicht draußen. Hä? Das kann nicht sein, ey. Will der uns verarschen? Ich drehe gleich durch. Du hast gerade das zweite Signal gehabt. Es war eindeutig jetzt. Ich gehe noch mal rein. Hier muss was sein. Hä? Aber er schlägt hier nicht an. Doch jetzt. Ey, pass auf, es ist irgendwas ganz Kleines. Hier. Warte. Also es ist irgendwas ganz Kleines hier. Ah. Melanies erste Abziehlasche. Ja, aber gut. Was war es jetzt für ein Signal? Ja, 6. Okay. Dass wir ungefähr nämlich jetzt wissen, ja, was das für Signale sind. Aber das hier auszugraben ist halt auch nicht einfach. Ne? Also man stellt sich das immer einfacher vor, wie es ist. Krass, ey.
Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind hier ein bisschen am Atlantikwall unterwegs und auch schon in der Anlage drin. Es war ein bisschen knifflig hier reinzukommen, aber ihr könnt sehen, hier ist erstmal irgendwie in jede Richtung geht es weiter, sagen wir es mal so. Und wir haben jetzt hier ein Widerstandsnest, so gesehen, aber ein größeres. Wir gehen hier mal durch. Diese ganzen Graffitis, die sind auch schon uralt, weil man hier nämlich nicht mehr so einfach hinkommt. Aber die Bauweise ist hier nämlich mal ganz interessant, deshalb wollten wir das hier einfach mal filmen und euch das Ganze hier mal zeigen. Weil das ist auch schon speziell, sag ich mal, dass man sowas hier am Atlantikwall sieht. Weil das wirklich so ein Bunkersystem ist, was ja, in viele verschiedene Richtungen geht. Und es gibt immer mal wieder so Öffnungen. Und ich werde das einfach mal alles filmen. Weil das Besondere hier in der Anlage ist, dass es hier noch die ein oder andere Schrift gibt. Oha. Ja, hier haben wir schon sowas. Oh, was steht denn hier? Wallenstein. 24.09. 25.02. Und dann steht hier aber 1583 bis 1634. Wallenstein, ist das... Oh, jetzt muss ich gucken. Jetzt glänzt sich gerade auch mit Nichtwissen, ob das jetzt ein General oder zumindest irgendeine berühmte Persönlichkeit sein muss. Und dass das Wallenstein-Glas sagt mir irgendwas. Ich werde es euch einblenden oder hier nochmal reinsprechen. Ja, das ist das Geburts- und Sterbedatum. Boah. Hier auch nochmal. Das hat man leider schon. Auf der Kamera kann man es, glaube ich, ein bisschen besser erkennen, aber wenn ich hier nah dran bin, nicht. Da steht da, glaube ich, irgendwas mit Gefallen. Gefallen in der Schlacht, kann das sein? Ja genau, Gefallen in der Schlacht bei, ja, das sind hier wahrscheinlich entsprechende Kommandeure, Generäle. Und die hat man hier jetzt über jeden Gang. Ach, hier ist sogar ein Zelt drin, ach du grüne Neune. Tilly. 1559. Also ich kann es hier nicht ganz genau. Ihr werdet es auf der Kamera besser erkennen können. 30.04.1632. Wow. Und hier an der Seite sind auch immer wieder so kleine Bleistift-Notizen. Wow. Mal gucken, was wir hier noch finden. Krass, da müssen wir jetzt echt noch ein bisschen die Augen offen halten. Also wir haben hier auf jeden Fall auch wieder größere Räumlichkeiten, die farblich auch ein bisschen abgesetzt sind mit so einer Linie, einer feinen, orangefarbenen, und dann ja, hinter den ganzen Graffitis ist ja auch so ein bisschen so ein leichtes Muster zu erkennen, auch orange. Aber hier ist halt richtig viel Sand drin, ne? Also das ist mit der Zeit hier alles reingekommen. Und hier konnte man halt ganz normal aufrecht hier durchgehen. Ja, wir gucken mal in die anderen Räume noch rein. Wir müssen jetzt auf kleine Hinweise schauen. Schriften, weil das ist jetzt das Interessante hier auf jeden Fall. Hier
haben wir die nächsten gefunden. Leider zum Teil ein bisschen überschmiert. Also hier kann man noch Lützow erkennen. Aber hier, das ist John. Ja, okay. Also man kann es noch erkennen irgendwie. Aber man hat hier leider drüber gepinselt. Das ist schade. Und hier kann man es gar nicht mehr erkennen. Das wurde leider komplett zerstört. Also die haben immer über die Bögen hier im Prinzip das drüber geschrieben, damit man weiß, okay, wenn die Soldaten hier drin sind, höchstwahrscheinlich, ja, geh hier zum Bereich Lützow oder zur Kammer Lützow und hol das und das. Ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwas in dieser Richtung. Schwer jetzt im Nachgang festzustellen. So, okay Leute, wir sind jetzt hier aus dem Einwiderstandsnest rausgekrabbelt und einfach mal ein bisschen weitergegangen. Und schaut euch diesen Brecher an hier. Und zwar soll das ein Kommandobunker sein. Aber der ist auch gar nicht mal so klein. Das ist wirklich Wahnsinn. Ist alles verschlossen. Das ist hier in dem Bereich auch so ein bisschen gang und gäbe. Aber naja. Aber dafür ist er halt unzerstört. Also wenn man das jetzt mal zu unseren Hürtgenwald-Videos jetzt auch am Westwall vergleicht oder allgemein auch Atlantikwall, dann haben wir ja auch viele Strukturen, die einfach gesprengt sind. Und das ist jetzt hier mal wieder sehr außergewöhnlich. Auch hier auf dieser Metallkonstruktion jetzt hier, da stand da auch irgendwas drauf. Man kann es noch so ein bisschen erkennen. Aber das ist jetzt mit der Zeit schon weg. Das hat man wahrscheinlich jetzt alles auch so ein bisschen Fledermaus-mäßig aufgemacht mit der Bohrung hier drin. Das wird hier für das Maschinengewehr gewesen sein. Die Schade. Hier hat man einen Eingang. Hier für die Belüftung. Und hier der zweite Zugang. Mella ist übrigens irgendwo da oben. Da ist Mella. Da seht ihr mal, wie klein sie ist. Bei diesem riesen Brecher hier. Melanie, du musst da mal runterkommen, der ist riesig. Und da, wo Melanie jetzt gerade steht, gibt es einmal so einen richtigen Bruch und auch einige Abplatzer. Das sieht aber auch schon wieder ein bisschen so aus, als ob man hier drauf geschossen hat. Und das ist auch ungewöhnlich hier. Entweder war der Beton hier an der Stelle so ein bisschen schwach, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt hier durch Witterung, Eis und irgendwas hier aber ich sehe jetzt nicht, wie es von da oben aussieht. Melanie, ist da oben ein Einschlag, wo du stehst? Ist da ein Einschlag? Ist das nur ein Riss? Ah, okay. Ja, komisch. Also kann vielleicht auch durch Witterung passiert sein, wenn sich da irgendwo Wasser gesammelt hat, weil auch hier gibt es Risse. Kann schon sein. Wir reden ja hier wieder auch von 80 Jahren. So, und dann geht er hier unten weiter. Ja, das ist hier auch alles schon ausgespült, praktisch dieser Bereich. Das war wahrscheinlich bis hier oben hin. Weil das ist ja hier alles Sand, das Gelände. Da unten geht auch eine Betonstruktur weiter. Ja, man sieht das ja. Hier fehlt ja im Prinzip der ganze Sand. Das ist alles praktisch schon nach unten weg. Aber man kann mal ganz gut erkennen, wieso der Aufbau ist. Es geht jetzt hier rum. Und dann sind wir gleich oben auf dem Dach. Aber hier muss ich erst mal hochklettern. Ja, jetzt sind wir oben auf dem Dach. Und hier haben wir eine schöne Beobachtungs- oder sogar eine Kampfkuppe. Oben wird wahrscheinlich auch ein Scheinwerfer gestanden haben.
War deutlich kleiner im Umfang, wie man sie jetzt von den Maschinot-Werken kennt. Also ist schon ein bisschen kleiner. Ach, hier oben gibt es sogar noch eine Nummer. Schaut mal, 1940 FL15. Damit kann der ein oder andere auch von euch was anfangen. Aber die wird trotzdem Tonnen Gewicht haben, ey. Da unten ist noch eine 38. Ja. Aber das ist mal ein richtig großer Atlantikqualbunker. Wie gesagt, er ist als Kommandobunker betitelt. Und das ist schon wirklich gigantisch hier. Da unten ist sogar noch ein Tobruk. Also wieder so ein Einmannbunker, wo oben praktisch ein Soldat sich mit einem Maschinengewehr reinstellen konnte. Ist direkt hier daneben gebaut worden. Wahrscheinlich, weil diese Seite jetzt auch schlecht zu verteidigen gewesen wäre. Ja, eigentlich auch noch gut erhalten. Jetzt wird es ein bisschen dunkel, aber Taschenlampen brauchen wir jetzt nicht. Und dann können wir wieder hier. Ich muss das mal hier rein. So, und dann sieht das wieder so aus. Also das habt ihr auch schon öfters gesehen bei uns auf dem Kanal. Die hat man immer zwischen die großen Bunker oder wie hier in dem Fall relativ nah an die Bunker gesetzt. Ich glaube, hier ist sogar noch eine Originalschrift. Das kann schon sein hier. Das ist, glaube ich, kein Geschmiere. Hier drüben ist aber Geschmiere. Ne, das ist nichts. Wie gesagt, die hat man halt dazwischen gesetzt in den Linien, um gewisse Bereiche auch abzudecken, ohne jetzt einen größeren Bunker halt zu bauen. Und das geht halt auch relativ schnell. Das sieht man überall. Westwall, Atlantikwall. Das ist schon Wahnsinn. Ja, jetzt gerade beim Runtergehen zum zweiten Zugang sind wir hier an einem Baum vorbeigelaufen. Und ihr kennt es ja, wir haben ja euch jetzt schon einige Baumzeichen gezeigt. Und jetzt haben wir auch schon mal so ein Auge dafür. Und schaut mal hier, das ist ein Baumzeichen. Hier römisch 1. Ihr seht auch, das ist sehr alt, wie weit auseinander das hier bei dem V ist. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn jemand das erkennt. Wahnsinn. Unterhalb von diesem Bunker ist noch so eine Art Wohnbunker gewesen. Hier mit Kamin sogar. Also das ganze Gebiet hier unter dem großen Bunker, das ist hier durchsetzt mit vielen weiteren Zugängen zu kleineren Anlagen, Mannschaftsbunkern. Hier wurde sogar mal was zugemacht. Also alles so kleine. Da stehen noch irgendwelche Ziffern da oben. Aber das ist nichts Altes. Aber erstaunlich ist halt wirklich, dieser ganze Bereich ist richtig durchzogen vom Bunker. Das ist schon Wahnsinn. Alle hier in die Dünen, in die Hänge eingebaut. Wahnsinn. Ja Leute, wir sind jetzt ein bisschen weitergefahren und haben einen weiteren Bunker vom Atlantikwall entdeckt. Und ja, wir schauen uns den jetzt einfach mal an. Hier ist ein bisschen einiges an, ja, ich nenne es jetzt mal Gemälden. Aber noch nicht die, die uns wirklich interessieren. Denn wir sind jetzt auf der Suche nach alten Inschriften und Zeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Boah, Leute, und hier sind die schon.
irgendwie ein Soldat gewesen zu sein. Leider ist der Kopf hier ein bisschen verschmiert. Ich muss hier eben kurz einmal rumgehen, weil hier liegt Stacheldraht. Ein ganzer Batzen. Aber alles auch noch uralt. Der ist fürwahr ein armer Mann, der nicht auf fröhlich feiern kann. Das ist wirklich krass. Ja, hier sieht man sogar noch denjenigen, der hier am Feiern ist. 2 Fässer. Und dann sitzt er da und ist am Feiern. Aber hier war bestimmt noch mehr drauf, aber leider kann man das hier nicht mehr so gut erkennen. Ja, und jetzt haben wir hier noch einen größeren Spruch, der aber leider durch die Feuchtigkeit schon gelitten hat. Tadelt nie die Taten der Soldaten, Männer, die da kämpfen sollen, müssen haben, was sie wollen. Lasst sie trinken, lasst sie küssen, wenn weiß, wie bald sie sterben müssen. Es ist wirklich Wahnsinn. Aber bald ist das hier nicht mehr zu erkennen. Das ist so krass, das noch zu sehen. Ja, und hier ist halt wahrscheinlich diese Szene mit diesem Kuss. Aber das kann man auch nicht mehr so gut erkennen. Aber es geht noch. Es ist leider so ein bisschen drüber gewischt. Irgendwie jemand hat das mal gemacht. Also das Drüberwischen. Schade. Und hier wird es jetzt nochmal richtig krass. Nie feige sein. Scheinbar hat man das hier auch mal überstrichen, weil das ist ringsrum irgendwie so frei gemacht worden. Oder man hat es ausgespart beim Streichen. Ich weiß es nicht. Und hier ist wahrscheinlich so eine Art Divisionsabzeichen, könnte das vielleicht sein. Das ist irgendwie so ein Adler, der nach unten stürzt. Hier hat man die Erde, also von oben stürzt er herab und hier ist so ein Blitz. Und hier oben ist praktisch auch ein Blitz nach oben gerichtet und einmal die Schwingen wie von der Luftwaffe. Sehr interessant. Vielleicht weiß einer von euch, zu welcher Einheit das Ganze hier zugeordnet werden kann. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite habt ihr in der Tat noch hier den Adler noch rudimentär zu erkennen und hier unten wirklich auch noch das Hakenkreuz. Hier ist der Schnabel vom Adler, die Schwingen. Und hier steht nicht ich, wir. Aber man kann es alles noch erkennen, auch wenn es schon gelitten hat. Das ist wirklich Wahnsinn. So, in diesem Raum haben wir auch noch ein paar Zeichnungen gefunden. Also hinter den ganzen Schmierereien. Wir haben einmal hier so ein Wehrmachtsoffizier. Hier ist wahrscheinlich auch der Name, aber ich kann das nicht gut lesen.
Man sieht das hier auch hier mit den Kragenspiegel und so weiter. Der Gesichtsausdruck ist nicht so begeistert. Auch hier könnte irgendwas gewesen sein. Kennt man aber auch alles nicht mehr richtig. Hier ist noch ein Damenkopf, hier ist noch eine Dame an der Seite mit einem Kleid. Oh, ist alles ein bisschen durcheinander. Hier ist auch so ein Frauenkopf. Hier auch, glaube ich, ja. Ja, hier auf der anderen Seite sind auch noch ein paar Sachen zu sehen, aber das ist schwierig, weil da leider hier oben viel Ruß ist und ja, das erkennt man nicht mehr. Hier erkennt man auch noch einen Darmkörper. Ist aber auch teilweise nochmal so ein Porträt drüber gemalt. Aber hier oben ist auch wieder alles voll Ruß. Ja, aber ein richtig krasser Bunker. Also so viele Wandmalereien. Das haben wir jetzt hier in dem Bereich auch schon lange nicht mehr gesehen. Wirklich krass. Ja, es geht im Prinzip weiter, ne? Hier ist nochmal ein Kopf. Auch mit Namen. Und hier ist nochmal ein Offizier. Wahnsinn. Bevor wir hier rausgehen, bleiben wir noch einmal bei den Zeichnungen und Wandmalereien in diesen Bunkern am Atlantik, weil zwischen all dem Beton sieht man plötzlich etwas sehr Persönliches. Namen, kleine Skizzen, einfache Bilder, Spuren von Männern, die hier Dienst hatten. Das sind keine großen Heldengeschichten, das sind kurze Momente aus dem Alltag im Krieg. Vielleicht Langeweile, vielleicht Heimweh, vielleicht einfach der Versuch, irgendetwas zu hinterlassen. Genau solche Details machen diese Orte für uns so greifbar. Nicht nur die Bauwerke zählen, sondern die Menschen, die hier waren. Und deshalb schauen wir genau hin. Bis zum nächsten Mal.